Ist das der beste Parfüm-Dupe überhaupt? Der beste Parfüm-Dupe, Alternative etc. pp. Auf der Welt? Ja, Artec von Nussuk, wenn richtig ausgesprochen. Alles, ja, sieht so ein bisschen aus wie die Elbphilharmonie, ne? Wenn man so ein bisschen so schaut, ja, wo wurde das wohl geklaut? Kostet allerdings nicht 1 Milliarde, sondern, ja, das ist immer verschieden zwischen 30 und 60 € inzwischen. Aber der ist fast immer ausverkauft. Und ich möchte ihn jetzt mal vorstellen, weil es ist eine sehr, 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 oder vielleicht auch die beste Alternative zu diesen Duft. Und ihr wisst ja, wie ich zur Naxos stehe. Stimmt das oder nicht? Wir gehen rein. Ja, Artec von Nussuk. Ja, 100 ml sind das. Kommt in einer riesengroßen, ja, OVP. Und, was soll ich sagen? Das ist schon hier. Wir fangen erstmal, bevor wir anfangen, mit den Deckel und mit der OVP bzw. mit dem Flakon an. Das ist natürlich Plastik. Ja, aber sonst ist das nicht schlecht gemacht. Das ist Glas. Das ist Plastik hier, Hartplastik, das ist Glas. Ja, und der Sprüher ist soweit in Ordnung. Aber es geht ja um Duft. Ja, und ja, ich habe ihn ja auch so betitelt, ist das der beste Dupe oder die beste Alternative, hast du nicht gesehen. Und ich muss schon sagen, ja, er ist geisteskrank gut, wirklich speziell gut, bombastisch gut. Hier in der Luft der Honig oder beziehungsweise die extreme DNA, die ihr auf jeden Fall auch von den Naxos kennt. Und ich bin ein großer Naxos-Fan. Und die Version hier ist von 2020, Freunde, von 2020. So, das heißt einiges. Und im Moment wurde ja so, sage ich mal, ein bisschen reformuliert, auch bei denen. Aber ich muss dazu sagen, da hat das Search of gut gemacht. Auch die Reformulierung ist noch richtig gut. Allerdings die Tiefe, die Süße, der Honig, der Tabak ist da nicht mehr ganz so stark und braucht ihr eine günstige Alternative. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass der Search of ja im Gegensatz zu anderen Nischenmarken oder Düften, beziehungsweise auch, weil Search of jetzt nicht unbedingt der teuerste ist, ein Preis-Leistung ist das schon bombastisch gut. 100 ml, 200 € ist stabil, aber hier bekommt es eben günstiger. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der nicht die ganze Zeit, bisschen beschmiert, sorry, dass er nicht die ganze Zeit ausverkauft sein wird, aber er ist eben sehr, sehr gut und ich brauche hier gar nicht dran riechen. Er ist einfach präsent. Schön Honig, Vanille, Märkte und Hintergrund Tabak. Wir gehen mal kurz rein. Honig, Amber, Grapefruit, Zimt, Limette, Jasmin, Tabak, Lavendel, Tonkabohne, Vanille, Orchidee, Moschus, Zedernholz und Kumarin ist da drin. Ja, jetzt wollte ich mal euch alle Inhaltsstoffe aufzählen. Natürlich könnt ihr da nicht alle riechen, aber ihr nehmt eben Honig, Zimt, Tabak grundsätzlich wahr. Und die Vanille, hier ist eine Vanille-Orchidee drin. Ja, okay. Also im Endeffekt genau das, was ihr beim Original auch riechen tut. Und das Ding ist, ich habe ja gesagt, oder er ist für mich mit, oder wenn nicht sogar wirklich der beste Dupe, Alternative, whatever, ist er wirklich. Weil das ist bombastisch zur Haltbarkeit und Serge kommen wir gleich auch noch. Die ist auch sehr, sehr gut. Aber was natürlich, ich habe ja immer schon gesagt, ihr kennt ja meine Videos, wenn ihr 1:1 testet, dann gibt es kaum dürfte die 100% ähnlich sind. Und auch dieser ist nicht 100%. Aber ich will gar nicht die Prozentzahl sagen, aber ihr merkt so ein bisschen hinten raus, behält er hier, jedenfalls diese Version. Ich gehe ganz stark davon aus, oder ich weiß es, obwohl die 225er kenne ich jetzt nicht, dass die Version auf jeden Fall an die 25er bestimmt rankommt. Aber das ist die 220er Version und ich muss gestehen, die Tiefe, vor allen Dingen bis zur Herznote ist die Tiefe, das Süße, das Abgerundete ist da natürlich besser. Sorry, ist da besser. Nach 5 Stunden, 6 Stunden habt ihr aber kaum Unterschiede. Das ist schon wirklich monströs. Und dass der hier so durch die Decke geht, ist kein Wunder, wenn das für 40, 50, meinetwegen auch 60 € angeboten wird. Ich muss aber dazu gestehen, es ist eine Alternative, es ist ein Dupe, whatever, 60 €, selbst wenn da geisteskrank oder pervers, whatever, jetzt habe ich wieder das Wort geisteskrank, meine ich natürlich nicht nur, ne? Also dann
ist es trotzdem eine Alternative oder ein Nachbau oder ein Dupe. So, und ich bin der Meinung, 60 Euro ist too much für einen Nachbau. Ganz einfach. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Natürlich immer noch günstiger als das, aber come on. Ne? 40 Euro, ja, ich habe auch nicht mehr bezahlt. 40 Euro, richtig top. Also bis 50 sage ich noch, okay. Aber das ist dann auch schon Schmerzgrenze. Alles, was da über ist, sollte man nicht unbedingt als Dupe beziehungsweise als eine Alternative oder als einen nachgebauten Duft bezahlen. Ganz ehrlich nicht. Wenn der natürlich so rar bleibt oder komplett verschwindet, okay, dann wird er immer teurer, aber dann ist sich die Frage, was macht man dann? Gibt man 80, 90 Euro für einen Nachbar aus oder holt man sich den? Die alte Version ist ja, das ist ja wie ein Sechser Lotto. Die wäre teuer, wenn man die haben möchte. Wenn ich die verkaufen würde, was nicht passiert. Aber wenn, ist es sehr teuer. Aber ich denke mal, dann kann man hier das schon ausgeben. Aber grundsätzlich, damit ihr versteht, für einen Nachbau jetzt nicht unbedingt. So, jetzt kommen wir zur Haltbarkeit und Sillage. Und die ist natürlich brachial. Die ist auf jeden Fall genauso gut wie beim aktuellen. Wie gesagt, nochmal die aktuelle 25er-Version kenne ich nicht. Ich habe die 24, Ende 24 getestet. Oder es war noch eine 24er-Version. Und da braucht der sich nicht so verstecken. Der hält hier 15 Stunden. Er ist ziemlich, er hält ewig, er hält lange. Natürlich um 1, 2, 3 Stunden jetzt zu testen und riecht jetzt noch, ist jetzt alles ein bisschen schwierig, auch auf den Klamotten, vor allen Dingen in der Winterzeit, ist es auf der Haut ja anders, weil die ja den auf den Klamotten sprüht. Und im Endeffekt hält dieser Duft einfach ewig und dreifach und vierfach, er ist einfach präsent. Und genauso wie die Sillage, das riecht jetzt hier alles nach diesem Duft. Also macht ein Fremder oder selbst eine gezielte Nase, die Nase, genau, die Augen zu und du sprühst in der Luft, wird es ganz, ganz schwer, das gegeneinander zu battlen und so sagt, dass du sagst, das ist der Naxos, das ist der, jetzt muss ich noch mal gucken, der Artec, ne? Genau. Meine Frau hat auf der Haut, habe ich gefragt, welches ist der Original Naxos. Sie hat richtig geraten. Also könnt ihr sehen, auf der Haut, vor allen Dingen in der Kopfnote, merkt ihr schon einen Unterschied. Aber wenn ich sage Unterschied, ist es minimal. Und ich sage euch eins, es wird ich kenne auch keinen, ich weiß überhaupt nicht, ob irgendeiner, könnt ihr mal unterschreiben, hat irgendeiner noch sonst Naxos nachgebaut. Fakt ist, selbst egal wer jetzt kommt, kann ich jetzt schon sagen, der kann nicht besser werden. Es geht gar nicht. Entweder genauso und besser geht nicht, weil dann ist er nur noch da. Punkt. Und er geht so mehr in die alte Version, tiefe, schöne Süße. Wie gesagt, dieses ganze Grapefruit riecht so nicht wirklich. Limette, das macht vielleicht das minimal Frische sein. Die beiden Original zum Beispiel, das ist der Unterschied so ein bisschen. Nicht da ist vielleicht auch ein bisschen der Lavendel, aber eher, sage ich mal, die Limette. Wir gucken mal einmal ganz kurz rein, wie der hier bewertet ist auf Parfumo. Und da sind wir natürlich richtig gut. Der ist hat eine 9,1 Bewertung. Das ist natürlich super stark bei wie viel Bewertungen? 158. Das ist natürlich noch nicht so viel, aber es reicht komplett, um das zu zerstören hier. Das ist wirklich schon top. Also ja, kann man nichts gegen sagen. Ob er natürlich an das Original rammt, der hat jetzt keine Ahnung wie viel Bewertungen. Gucken wir mal, was der Naxos hat. Da sind wir ja, glaube ich, über 2000 Bewertungen. Gehen wir mal kurz rein. Dauert hier alles ein bisschen, also so typisch Deutschland. Mal ganz ehrlich, jetzt sage ich das Ei mal hier. Das geht mir hier so auf die Eier manchmal, das Internet. Meine Fresse, ja, geht nicht. Auf jeden Fall ist immer noch hoch bewertet. Leck mich am Arsch, Alter. Ganz ehrlich, das ist das, was mich auch alle Creator werden sich wahrscheinlich jetzt oder werden mich jetzt verstehen, wenn man Videos hochlädt, dies und jenes und etc. pp. Es ist einfach nicht möglich. Deutschland bekommt einfach kein richtiges Internet hin. Das ist fürchterlich, ist das. Meine Güte, woanders habe ich abgesehen, dass es vielleicht nicht gut ist für das Gehirn und überhaupt, wenn die ganzen Strahlen in dir reinkommen. Aber nehmen wir mal die andere Sache. In anderen Ländern, in Japan und Co., kann ich auf der Straße in WLAN durch die Gegend latschen und so weiter. Und hier machen sie schon auf, oh, jetzt haben wir dies, jetzt haben wir das. Gar nichts. Nichts. So, jetzt ist die Seite aufgegangen. Respekt. Und ich habe schon die stärkste Leitung, Mann. 11.879 Bewertungen. Oh Gott, da bin ich aber 11.000. Eine 8,9. Ist das überhaupt, der müsste ja, das ist ja mehr als Aventus, glaube ich. Der hat ja, das ist
der Naxos ist. Ich habe ihn schon gefeiert, bevor ihn irgendjemand gezeigt hat. Und davon rede ich auch von irgendwelchen Rappern überhaupt oder irgendwo, wo der immer aufgeschlagen ist, der Duft. Ich habe den seitdem gefeiert. Ich liebe ihn einfach. Das ist so geil. Lavendel, Bergamotte, Zitrone. Ja, es ist ähnlich. Da ist die Limette weg, Honig, Jasmin, Kaschmir ist hier noch drin. Ja, aber im Endeffekt natürlich auch Tabak, Tonkabohne, Vanille, aber im Endeffekt, ob da nun ähnliche Sachen drin sind oder nicht, man hat eine sehr ähnliche DNA und das ist schon wirklich gut. Ja, also, haltet Ausschau zu diesem Duft. Wenn ihr den neuen Version nicht mehr haben wollt oder nicht so viel Geld ausgeben wollt oder könnt, dann auf jeden Fall diesen Duft. Natürlich sonst immer zum Original. Gut, das ist jetzt 220er Version. Tja. Oh, herrlich, das ist schon... Es ist schon geil, aber wie gesagt, der muss sich null verstecken, Freunde. Also, dann bin ich raus. Gucken wir mal, ob wir uns wiedersehen. Da hat es draußen geknallt, aber weil wir bald Silvester haben, ob wir uns noch mal kurz vor Silvester wiedersehen, weiß ich nicht. Wenn nicht, einen guten Rutsch, kommt gut rein und macht nicht so doll, kommt vor allem gesund rein. Und sonst sehen wir eventuell noch mal kurz wieder, vielleicht. Und sonst bin ich raus, Freunde.